Willkommen auf Teneriffa, meine Damen und Herren. Today is November 10, 2019, and we are on Canary Island, Tenerife, in a beautiful volcanic landscape for one special reason, to photograph and to capture a unique Mercury transit in a special way. So today is a day where we are practicing. We are going for location scouting, and let's see if it will work out for us. We have a special project, and tomorrow is the day, so we hope for the best. We hope for the same weather conditions. We have a blue sky, very good seeing, and perfect weather conditions. So let's see what the next day will bring. Ja, wir haben gerade eben den Sonnenuntergang und da sieht man die Linie zwischen hell und dunkel, und da muss ich mich morgen befinden, damit ich tatsächlich die Sonne, den Merkur, unser Fotomodell und ich als Fotograf auf eine Linie alles perfekt sich aufreihen sollte. Es ist genau 18 Uhr lokale Zeit.
Die Sonne ist gerade eben untergegangen, das heißt, für den Merkur-Transit für morgen sollen wir alles perfekt gemacht haben bis 18 Uhr. Ja, also wenn es bis 18 Uhr nicht geklappt hat, dann war unser Projekt nicht erfolgreich. Der Himmel sieht gut aus, das Seeing ist perfekt, keine einzige Wolke. Ich hoffe, das gleiche gilt für morgen auch. Mal sehen. Я вижу тебя, я уже тебя фильмую. Классно. Кто меня фильмует, это классно. Heute ist der 11. November 2019. Wir sind auf Teneriffa. Heute ist der Merkur-Transit. In ein paar Stunden werden wir versuchen, diesen Merkur-Transit durch die Triangulation mit einem Fotomodell zu fotografieren. Momentan fahren wir durch die Wolkendecke auf 2200 Meter Höhe. Da sieht man auch, dass die Sonne durchkommt, dann ist es wolkenlos. Ja, dann sind wir oberhalb von den Wolken und hoffentlich bekommen einen sauberen blauen Himmel.
Ja, wie man sehen kann, da ist der Teide-Vulkan und wir haben blauen Himmel, wir sind oberhalb von der Wolkendecke und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus und in ein paar Stunden haben wir unseren Merkur-Transit. Aus dieser Position 245 Grad in die Richtung Oberteide, aber wir haben keine Perspektive. Das heißt, hier wäre die Sonne genau über der Spitze vom Vulkan, vom Teide. Das Problem ist aber, hier 245 Grad über Teide, das passt nicht. Das passt nicht. Wir bräuchten eine andere Location. Wir ziehen weiter auf unsere erste Location. Tatsächlich an dem Merkur. Okay, wir haben Merkurkontakt mit der Sonnenscheibe. Das ist definitiv der Merkur, genau. Jetzt sieht man das besonders gut. Jetzt mache ich mal ein Bild. Jetzt sieht man das besonders gut. Wir sind ungefähr auf 2200 Meter Höhe und da sieht man hier, wir sind über den Wolken. Ein transparent klarer Himmel, ein guter Seeing, da ist der Teide.
Und wir haben genau jetzt den Merkur-Transit von der Sonne. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ein pechschwarzer kleiner Punkt. 245. 245. Das ist der Teil, genau. Das heißt, diese Location ist unbrauchbar. Wir haben den Merkur-Transit, den ersten Kontakt und den zweiten Kontakt hier hinter uns. Das heißt, der Merkur-Scheibchen ist tatsächlich, wenn man das hier mal anschaut, wir haben hier den genau in der Sonnenscheibe. Aber wir gehen auf die zweite Location, weil das hier ist zu flach. А спонсор нашего видео – Кока-Кола. Wir haben gerade eben den Merkur-Transit und man sieht so viele Leute, so viele Touristen hier auf dem Teil der Nationalpark. Und es ist wirklich interessant, da die überhaupt nichts davon wissen. Man sieht keine Teleskope, keine Beobachter, nichts dergleichen. Also das heißt, die Leute hier, die haben keine Ahnung, dass hier ein Merkur-Transit ist. Schade eigentlich. Мы сейчас находимся в национальном парке Тейде. И сейчас я вам расскажу, как выжить в диких условиях. Во-первых, нужна вода. Обязательно. Вот. Мы взяли воду, перелили ее 2 разные, потому что будем находиться в 2 разных точках. Обязательно должна быть с собой еда. Вот, пока у нас пауза, я кушаю вкусный кекс. Ну и, конечно же, нужна рация для связи. Она работает на дистанции в радиусе 10 километров. И очень практичная вещь. Я так люблю звук хрустящей земли, когда уйдешь, и вот так вот под тобой, под ногами земля, когда хрустит. Такой звук приятный. Такие хрустики. Тик-тик. Мы делаем паузу. We have 3:30 p.m. local time. In the middle of Merkur transit, the weather is really beautiful.
without any clouds here, but as you can see we have really strong wind, so probably video it would be an issue, but photography should be fine. Die Sonne wandert so schnell, weil wir in südlichen Deklinationen sind. Okay, 4K. Der Merkur ist fast in der Mitte des Transits. Wir haben den Merkur-Transit im vollen Gange. Okay, es ist ein bisschen windig hier, aber es ist okay. Ich glaube, damit kann man leben. Wir sind auch im Schatten des Berges, des Felses. Ja Leute, anhand meines Gesichtsausdruckes kann man
denke ich mal, auch schon erraten, dass unsere Mission erfolgreich war. Meine Frau stand auf, ich versuche das mal zu zeigen, hier ist der Vulkan Teide und das ist die Location, wo sogar die Star Wars gedreht wurden. Ja, und wie gesagt, meine Frau stand genau an dieser Spitze hier, ja, genau an dieser Spitze des Berges. Ja, das heißt, sie musste hier den kompletten Berg hochlaufen. Und da stand die genau da am Berg. Ja, wie gesagt, die Mission war super erfolgreich. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ihr könnt euch vorstellen, die Sonne ging jetzt genau da unter den Bergen. Ja, das heißt, ich musste meine Position hier von unten im Tal, musste ich natürlich nach oben hierher wandern. Jedes Mal auch musste ich die Position sehr schnell ändern, weil Kanarischen Inseln sind auf dem 21. Breitengrad nach Norden vom Äquator aus gesehen. Das heißt, hier geht die Sonne relativ steil hinter dem Horizont und ich musste meine Position auch relativ schnell verändern. Ich muss auch sagen, da oben auf dem Berg war es sehr, sehr windig. Für meine Frau war das auch sehr, sehr kalt, aber die hat tapfer durchgestanden. Also ich glaube, mindestens eine Stunde stand die da oben, mindestens. Das Gute ist dabei, ich hoffe, dass die sich nicht erkältet. Das Gute ist dabei, wir haben tatsächlich sehr, sehr gute Aufnahmen gemacht, sowohl im Video in 4K mit X-T2 gefilmt, 100er, 400er, 2.0er Telekonverter. Das heißt, wir haben Aufnahmen mit 1200 mm Kleinbildformat in Echtzeit mit dem Merkur-Transit. Ja, also Merkur war sehr, sehr klein, aber bei dieser Brennweite hier kann man das tatsächlich relativ einfach erkennen. Und Mission beendet. Ich bin super happy darüber und ich bin sehr, sehr dankbar, vor allem, dass meine Frau als Fotomodel es überhaupt so etwas ermöglicht hat, weil es ist ein Teamwork. Der Fotograf spielt hier nur 50% eine Rolle, die andere 50% liegt bei dem Fotomodel, dass alles gut funktioniert. Es war nicht so leicht, es war schwierig, aber ich bin froh, dass wir diese Mission gemacht haben und ich würde mal sagen, Roger, over und bis zum nächsten Mal.